Morgens beim Bäcker begegne ich diesem Kennzeichen. Hier wird Wacken richtig gefeiert. Ich wusste selber nicht, welcher Kreis das ist. WAK ist der Wartburg-Kreis, unsere gute Wartburg. Und das Fahrzeug ist komplett aufgeregt mit allem drum und dran. Man sieht auch schon die Geschichte, das ist hier schon länger im Laufen. 2009, 2010, 2011, 2012. Und ich schätze mal, jawohl, er kommt, da ist er. Dahinter geht's weiter, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und danach hatten wir ja alle, wie ihr wisst, die kleine Pause. Und jetzt freut ihr euch wieder darauf, dass es wieder losgeht. Aber sowas von, das kann man super! Ich wünsche euch eine super tolle Zeit auf Wacken. Wir sehen uns on the Holy Grounds. Wir nähern uns dem Bahnhof Itzehoe. Es ist jetzt auch so ungefähr die Uhrzeit. Es könnte sein, dass jetzt auch gerade entweder vor ganz kurzer Zeit oder jetzt gerade in diesem Moment der Metal Train aus Stuttgart einläuft. Das ist jetzt so die Uhrzeit. Wollen wir doch mal schauen, ob wir da ein paar Metalheads am Busbahnhof sehen. Ah, das sieht überschaubar aus. Also die Transportlage ist super. Die Leute werden hier vom Busbahnhof unheimlich schnell mit den Bussen abtransportiert. Ihr seid dann ungefähr in 20 Minuten seid ihr dann in Wacken, wenn ihr ein paar Metalheads haben wir. Eine leichte Schlange ist noch da. Aber das wird von einem Bus aufgelutscht, was da jetzt steht. Itzehoer Bahnhof aus der anderen Richtung, Mittwoch. Es ist 16:18 Uhr und hier ist jetzt die Schlange aber richtig im Gange. Jetzt ist der Hauptanreiseverkehr, aber die Busse rollen hier in regelmäßigen Abständen, das heißt auch die Schlange wird sich schnell wieder abbauen, wenn der nächste Bus da ist. Aber es geht los! Moin liebe Leute, es ist soweit, es geht los, Wacken Open Air und ich bin auch auf dem Wege zu den Holy Grounds. Ich habe es geschafft für diejenigen, die das zweite Video von mir noch nicht gesehen haben, wo ich mein Bändchen abgeholt habe. Ich habe es also geschafft, ein Ticket abzubekommen und bin auch mit euch zusammen auf dem Festivalgelände. Ich denke, wir werden eine tolle Zeit haben, nach über 2 Jahren Pause. Es ist jetzt kurz vor 17 Uhr. Die Verkehrsampel hatte für diese Zeit eigentlich den Hauptanreiseverkehr für den Mittwoch vorhergesagt. Das wird auch so sein, denn ein Arbeitskollege von mir wohnt in der Nähe der Anfahrt und hat genau das berichtet. Das ist also bei ihm dann schon zu einem kilometerlangen Stau auf den Campingplatz gekommen ist, wie jedes Jahr. Das geht ganz entspannt, na, das wissen auch alle. Es geht stetig voran, aber halt müssen alle auf den Campingplatz eingewunken werden. Das dauert seine Zeit. Das Wetter ist fantastisch angesagt für das gesamte Festival. Morgen Donnerstag soll es am heißesten werden. 33 Grad Celsius und mehr sind durchaus möglich. Denkt daran, genug Wasser zu trinken und genug Wasser immer bei euch zu haben. Und denkt an den Sonnenschutz. Regen ist laut Vorhersage keiner zu erwarten, für die gesamte Festivaldauer nicht. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. The weather conditions will be great for this Wacken Open Air. So it's rain or shine, but mostly shine this time. There is no rain expected for the whole duration of the festival. Tomorrow on Thursday is expected to be the hottest day, so it's like 33 degrees Celsius. Really, really hot. Remember to take enough water with you and don't forget the suntan lotion, of course. Ich bin inzwischen ein bisschen schlauer. Ich habe frisch mein Bändchen abgeholt und musste gleich einen kleinen Geldbetrag aufladen. Und habe dann 100 € über die Top-Up-Station dann aufgebucht und war dann doch überrascht, weil ich wusste es einfach nicht besser vorher, dass eine Bearbeitungsgebühr von 3 € einbehalten wurde. Und ich wusste nicht, ist das jetzt jedes Mal so, wenn ich auflade, oder ist das nur einmalig? Inzwischen weiß ich es besser. Inzwischen
bin ich auch auf die FAQs hingewiesen worden von euch in den Kommentaren. Vielen Dank für eure vielen, vielen Kommentare. Das macht echt Spaß, mit euch zu kommunizieren. Und da hieß es dann in den FAQs, ja, gar kein Thema. Beim erstmaligen Benutzen der Top-Up-Station wird eine Bearbeitungsgebühr von 3 € einbehalten. Danach soll diese Gebühr auch an den Top-Up-Stations nicht erneut abgefordert werden. Dann haben mehrere von euch berichtet in den entsprechenden Kommentaren, könnt ihr auch in dem letzten Video darunter lesen in den Kommentaren. Sie haben bereits online in ihrem Wacken-Account Geld aufgeladen und haben da keinen Gebührenabzug gehabt. Dort ist also 1:1 der Betrag aufs Konto gutgeschrieben worden. Und das scheint auch tatsächlich so zu sein. Das ist die übereinstimmende Aussage eigentlich von allen in den Kommentaren. Ich habe online aufgeladen, ich habe genau den Betrag gutgeschrieben bekommen. Und das könnt ihr jederzeit. Ihr müsst die Top-Up-Stationen nicht benutzen. Ihr könnt über euren Online-Account ganz einfach Geld aufladen auf euer Konto. Und wenn ihr dann später euren User-Account, euren Wacken-ID-Account mit eurem Ticket verknüpft, das habe ich darüber gemacht, dass ich ganz schlicht und ergreifend in der App, das ist extra eine Option, die einem angeboten wird, die PDF-Datei, in der mein Originalticket drin war, dort hochgeladen habe. Und dann hat er sofort erkannt, du bist das und das Ticket, die und die Ticketnummer. Jetzt ist mein Wacken-Account auch auf meine Ticketnummer dann draufgeschlüsselt und damit kann ich dann jetzt auch alle Geldbeträge und übrigens jede Transaktion, die ich getätigt habe, auch haarklein sehen. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, wenn man sich fragt, wo ist denn eigentlich mein Geld gestern Abend geblieben und man hat nicht mehr so ganz scharfe Erinnerungen daran. Dann könnt ihr in eurem Account nachgucken und sagen, na, wo und wann und für wie viel habe ich denn da jetzt eigentlich noch Bier oder andere Sachen gekauft. Mittwochabend Anreise. Ist jetzt knapp 21 Uhr durch. Rückstau vom Campingplatz. Yay! Das ist das Ende vom Stau. Da vorne ist die abknickende Vorfahrt, die hier extra fürs Wacken Open Air eingerichtet ist. Das ist das Ende vom Stau. Bis zur Kurve in Fahle Richtung Campingplätze sind es alleine von hier schon 3 Kilometer. Ich habe mich getäuscht, das war nicht das Ende vom Stau. Die regeln hier an der abknickenden Vorfahrt den Verkehr. Es staut sich also auch durch Wacken weiter zurück. Uhrzeit jetzt circa 21 Uhr, ich kann mal genau gucken. Ist schon fast 22 Uhr, 21:45 Uhr. Aber alle sind entspannt, alle wissen, irgendwann sind wir auf dem Campingplatz. Und hier geht es jetzt in die Hauptstraße rein. Es ist nicht taghell, das ist die Straßenlampe. Und hier auf der Hauptstraße ist schon richtig was los. Essen, trinken, alles was am Montag noch dicht war, jetzt voll in Action. Mein erster Blick auf die Lauder Stage am neuen Ort. Bin ich gerade irre froh, dass ich mir am Montag gleich mein Bändchen geholt habe. Ihr erinnert euch an den Wacken! Ihr erinnert euch an den Ballon, der den Eingang in den Bereich hier zeigt. Und das hier ist jetzt die aktuelle Schlange. Mittwoch, 22:30 Uhr für die Bändchenausgabe. Die ist also noch weit vom Container dafür entfernt.
Ich gehe jetzt mit euch da dran längs und ich habe nicht am Anfang angefangen zu filmen, sondern eigentlich erst mittendrin, weil ich mich vorher schon gefragt habe, wofür diese Schlange sein würde. Und ganz offenkundig ist sie für die Bändchen. Ist man erstmal hier vorne beim Container angekommen, geht es in der gewohnten Geschwindigkeit weiter. Also das ist auch zügige Abarbeitung, da kann man nichts sagen. Es ist halt einfach die Menge. So, die größte Schlange hat sich abgebaut bei der Bändchenausgabe. Wie lange habt ihr jetzt in der Schlange gestanden? 10 Minuten. 10 Minuten. Und vorhin? 2 Stunden. 2 Stunden. 2 Stunden. Und dann habt ihr aufgegeben. Dann haben wir aufgegeben. Und jetzt geht's easy. Na? Und hier sehen wir eine Installation eigentlich vom Technikmuseum in Speyer. Das ist Brutus. Und Brutus wird hier auch Schauläufe haben. Dieses brutale Teil hat vorne eigentlich einen Flugzeugmotor drin. Er soll nahe der Unfahrbarkeit sein. Oh, ein Showmotor ist hier vorne auch aufgebaut. Startfähig mit allem drum und dran. Also ich wette, der wird auch noch mal ordentlich Krach machen. Einmal der gesamte Merch. Und jetzt heißt es hier Zähne putzen und ab ins Bett. Im Hintergrund ist die Lauder Stage. Jetzt ist da auch nichts mehr los, aber schaut euch mal diesen Bodennebel an, der hier über der Weide. Das ist hier jetzt der Campground direkt unterhalb des Busbahnhofs, neben den Wheels of Steels. Und jetzt guckt euch mal an, wie hier der Nebel zwischen den Zelten wabert. Ich weiß nicht, wie gut man das auf dem Video sehen kann, aber das sieht total cool aus. Und hier vorne auf dem Campground direkt am Busbahnhof ist es auch ziemlich leise. Man ist weit genug von den Bühnen weg. Und ich glaube, die Leute sind auch ziemlich kaputt von der Anreise. Da sind viele, die jetzt... Pang! Ich glaube, da sind jetzt auch viele dabei, die sind jetzt kaputt von der Anreise. Vom Campaufbau, vom Zeltaufbau. Und die schlafen jetzt den Schlaf der Gerechten. Und dann wollen wir noch mal sehen, wie der Donnerstag so wird. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Hier auf meinem Kanal Travel With Me geht es überwiegend um Reisen mit dem Wohnmobil. Ich bastel auch gerne am Wohnmobil rum und ich reise auch sonst gerne in der Welt der Geschichte umher. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.